Hallo meine Freunde, hola Madridistas, endlich wieder Wochenende. Nach dem ganzen Stress in den letzten Wochen haben wir uns das verdient. Ja, und passend zu diesem Wochenende habe ich heute ein spannendes, abwechslungsreiches Video für euch. Auf der einen Seite sehr, sehr schöne Themen, die euch ein Lächeln ins Gesicht bringen werden. Dani Carvajal ist wieder im Trainingsbetrieb von Real Madrid, Gott sei Dank. Roberto Carlos ist raus aus dem Krankenhaus. Die wichtigste Nachricht überhaupt im heutigen Video. Ja, dann habe ich eine Nachricht, die, naja, so lala ist. Und zu guter Letzt, ihr kennt es, ich gehe auf diesem Kanal keinem Thema aus dem Weg. Selbst wenn es ein Thema ist, ja, was ich jetzt schon weiß, in den Kommentaren für Furore sorgen wird. Nämlich am besagten Weihnachtstraining, über das wir uns auf diesem Kanal schon unterhalten haben, gab es eine Situation, in der Arda Güler und Xabi Alonso so ein bisschen aneinander geraten sind. Diese Szene ist mir ehrlich gesagt untergegangen. Beim Weihnachtstraining habe ich mich so sehr auf die Kinder konzentriert und auf die Verletzung von Kylian Mbappé. Aber viele von euch haben mich mit dieser Szene verlinkt, haben mir über Discord die Szene geschickt, über E-Mail etc. Ja, und ich habe gesagt, ich gehe keiner Szene auf diesem Kanal aus dem Weg. Ich werde euch meine Meinung zu dieser Situation sagen. Ja, unter anderem kommt das also auch noch im Video. All das und noch vieles mehr im heutigen Video. Viel Spaß dabei. Ja, oftmals mache ich das so wie viele YouTuber, das gebe ich zu, dass das Hauptthema, das wichtigste Thema am Ende des Videos ist. Aber wenn es so ein wichtiges Thema ist wie die Gesundheit, dann kommt das Thema ganz nach vorne. Und zwar Roberto Carlos. Ich hatte euch berichtet, dass eine Not-OP am Herzen in Brasilien stattgefunden hat. Aber ich hatte euch Entwarnung gegeben und jetzt kann ich noch mehr Entwarnung geben. Roberto Carlos ist aus dem Krankenhaus entlassen. Schauen wir uns das zusammen einmal an. Roberto Carlos wird entlassen. Der ehemalige Spieler von Real Madrid verlässt das Krankenhaus nach einer Herzoperation. Roberto Carlos wurde nach seiner Herzoperation aus dem Krankenhaus entlassen. Ich danke dem gesamten Ärzteteam für die Aufmerksamkeit, die Fürsorge und die Behandlung während dieser Zeit, schrieb die Legende von Real Madrid und der brasilianischen Nationalmannschaft auf seinen Social-Media-Kanälen und postete dazu ein Foto, das ihn mit den behandelnden Ärzten zeigt. Also das ist zunächst einmal das Wichtigste. Gesundheit, Entwarnung. Ich fühle mich auch ein bisschen erleichtert. Roberto Carlos ist wieder aus dem Krankenhaus entlassen. Ja, und bevor wir zur zweiten schönen Nachricht kommen, zu der von Dani Carvajal, noch eine kurze Information. Ich hatte euch gesagt, heute um 17 Uhr ist das erste Spiel von Endrick für Olympique Lyon und das direkt in einem Kracher gegen den AS Monaco. Aber, naja, ich muss euch leider sagen, dieses Spiel fällt für den Brasilianer aus. Keine Sorge, ist nicht schon wieder auf der Bank oder Tribüne. Nein. Endrick darf laut französischer Regularien der Liga nicht spielen. Denn zwischen der Registrierung und dem ersten Spiel müssen mindestens 4 Tage liegen. Ja, auf jeden Fall diejenigen, die sich heute auf dem Kalender schon markiert hatten, 17 Uhr Monaco gegen Lyon, um Endrick zu schauen. Sucht euch andere Pläne. Der Brasilianer wird heute noch nicht für Olympique Lyon spielen. Ja, wie gesagt, ich habe euch aber 2 schöne Themen versprochen. Und das zweite schöne Thema, ja, da geht es auch um einen Außenverteidiger. Und zwar um für mich den besten rechten Außenverteidiger in der Geschichte des Fußballs. Aber ich weiß, das ist ein Hot Take. Wie dem auch sei, Dani Carvajal stand gestern zum ersten Mal wieder auf dem Trainingsplatz für Real Madrid. Ja, und ich würde vorschlagen, bevor wir uns den Artikel dazu durchlesen, schaut euch doch das Training von Real Madrid an und achtet auf Dani Carvajal. Buena, Edu.
Ja, das war das vorletzte Training vor dem Spiel morgen gegen Betis Sevilla. Heute wird es nochmal ein Training geben, aber wie ihr gesehen habt, Dani Carvajal, ja, hat auch schon einen Sprint angezogen, hat mir gefallen, was ich gesehen habe. Er könnte, wenn es so weitergeht, in der Supercopa für Real Madrid spielen. Ja, nachdem Kylian Mbappé ausgefallen ist, obwohl es das inzwischen auch schon in den Sternen angeblich steht, der soll angeblich doch mit nach Saudi-Arabien reisen, aber ich glaube, das wäre nur ein Bluff, wie der Xabi Alonso das schon mal mit Kylian Mbappé gemacht hat, gegen Manchester City war das. Also wie gesagt, Kylian Mbappé, für mich keine Frage, der wird nicht beim Supercup spielen, aber Dani Carvajal wäre doch eine schöne Nachricht, wenn er spielen könnte. Wobei ich auch sagen muss, Vorsicht, ja, ist zunächst einmal angesagt, denn Dani Carvajal hatte so eine schwere Knieverletzung. Ich werde dieses Bild, das kriege ich nicht mehr aus den Augen, wie sein Knie komplett durchgedreht gegen Villarreal da war, wie er da am Boden lag. Ich habe gezweifelt, ob der jemals wieder Fußball spielen kann. Aber leider ist der menschliche Körper so extrem, vor allem bei Profisportlern. Wenn du wieder zurückkommst nach so einer langen Verletzung, ja, gibt es meistens 2, 3 kleinere Verletzungen hinterher. Die Phase durchlebt gerade Dani Carvajal. Aber wie gesagt, konzentrieren wir uns auf das Positive, lesen wir uns den Artikel zusammen einmal durch. Carvajal ist zurück. Der Außenverteidiger trainiert bereits wieder mit der Mannschaft, kämpft um einen Platz im Supercup und startet ein persönliches Comeback, während seine Zukunft ungewiss ist. Carvajal ist zurück. Knapp 70 Tage nach seiner Operation am rechten Knie, bei der ein freier Gelenkkörper entfernt wurde, hat der Außenverteidiger mit seinem schrittweisen Wiedereinstieg ins Mannschaftstraining begonnen und heute einen Teil der Trainingseinheit absolviert. Dieser Fortschritt in seiner Genesung erhöht seine Chancen auf eine Nominierung für den Kader im spanischen Supercup. Das sind zweifellos gute Nachrichten für Xabi Alonso, der seit einem Monat auf beide Rechtsverteidiger verzichten muss. Da sich Trent, der inzwischen wieder mittrainiert, also auch eine gute Nachricht, am 3. Dezember ebenfalls verletzt hatte. Diese beiden Ausfälle haben Real Madrid rechte Außenbahn ohne Spezialisten zurückgelassen und den Trainer in den letzten 5 Spielen zu Improvisationen gezwungen. So kamen Valverde, Asensio und der Nachwuchsspieler David Jiménez zum Einsatz. Nun kommt Carvajal zur Rettung einer Position, die bei Real Madrid in letzter Zeit verflucht war. Seine Rückkehr wird die Wartezeit auf den noch verletzten Trent erleichtern, die verletzungsbedingten Defensivprobleme des Teams lindern und vor allem Valverde und Asensio wieder auf ihre angestammten Positionen zurückbringen. Valverde kann das Mittelfeld verstärken, Asensio die derzeit stark geschwächte Innenverteidigung. Der Artikel geht noch ein bisschen weiter, aber das Wichtigste haben wir ja jetzt zusammen gelesen. Dani Carvajal kommt zurück und der Artikel hat schon recht. Die rechte Verteidigerposition, was da Madrid, ja allgemein in der Verteidigung, irgendjemand hat Auge auf Real Madrid gemacht, Voodoo, ich weiß nicht was, aber ich sag's immer wieder, der gefährlichste Job der Welt ist, Verteidiger von Real Madrid zu sein. Ich glaube, alle haben inzwischen schon Verletzungen hinter sich, außer, ich glaube, Álvaro Carreras, Klopfholz. Naja, also, wie dem auch sei. Es ist unglaublich, was in der Verteidigung von Real Madrid los ist und jeder Verteidiger, der zurückkommt, ist natürlich gut für Real Madrid, aber insbesondere ein Dani Carvajal, weil ein Dani Carvajal nicht nur wichtig auf dem Platz ist, also wie gesagt, wenn der fit ist, ist er immer noch eine absolute Maschine rechts hinten, aber auch in der Kabine, diese Autorität, der Kapitän ist zurück, die Seriosität, ja, vielleicht arbeitet der ein oder andere Stürmer auch ein bisschen mehr zurück, wenn ein Dani Carvajal von hinten da böse guckt, wie dem auch sei, im Endeffekt sehr schöne Nachrichten für den Madridismo, dass Dani Carvajal zurück ist. Mich freut es riesig. Ja, und jetzt kommen wir zu dem Thema, was ich am liebsten von mir weggeschoben hätte. Aber viele von euch haben mich gefragt, Mario, was sagst du dazu? Ja, und bevor ich die Szene überhaupt bewerte, würde ich vorschlagen, schauen wir uns die einmal gemeinsam an. Also, wie ihr seht, Mbappé steht da in der Mitte. Arda scheint mit Xabi zu diskutieren, die scheinen sich nicht einig zu sein. So ein bisschen hin und her. Ich wusste gar nicht, um was es geht, aber dann geht Arda Güler schon so ein bisschen gefrustet weg, zieht sich das Leibchen aus und scheint nicht zufrieden zu sein mit der Situation. Ja. Und fangen wir zunächst einmal mit meinem ersten Gedanken an. Ich weiß, viele von euch werden das nicht so sehen, aber ich glaube, die Türken sind den Spaniern, den Griechen, den Italienern, was sowas angeht, unglaublich ähnlich. Wir sehen so eine Szene und denken direkt, oh mein Gott, der hat bestimmt
ihm gesagt, du wirst nie wieder auf der 10 spielen und Arda Güler möchte am liebsten schon mit seinem Agenten reden, während so ein Deutscher oder ein Nordeuropäer wahrscheinlich gedacht hätte, ja, Training, also nichts Besonderes, das passiert schon mal beim Training. Ja. Und ich versuche mal eine dritte Sichtweise zu bringen. So blöd sich das anhört, aber so eine Situation vermittelt mir auch Vertrauen. Denn zum Beispiel, ich bin ein gutes Beispiel, mit wem habe ich mich auf dem Fußballplatz und auf den Trainingsplätzen am meisten gestritten? Mit denen ich am meisten Vertrauen hatte. Wahrscheinlich mit meinem Bruder am meisten oder mit meinem besten Freund, der mit mir gespielt hat. Da bist du ja viel mehr du selber. Da traust du dich ja viel mehr du zu sein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Arda Güler bei einem Carlo Ancelotti diese Diskussion gemacht hätte. Ich glaube, der hat zu einem Xabi Alonso ein ganz anderes Vertrauen. Also, so blöd sich das anhört, man kann diese Diskussion auch positiv bewerten. Im Großen und Ganzen weiß keiner, was da wirklich gesagt wurde. Weiß Gott, vielleicht haben sie um ein Mittagessen gewettet und Arda ist unzufrieden damit, dass er die Wette verloren hat. Keine Ahnung. Keiner von uns weiß, was da passiert ist, aber ich würde sagen, lasst uns nicht zu viel reininterpretieren in eine 10-Sekunden-Sequenz. Keiner weiß, was da passiert ist. Das, was ich weiß, ist, dass ein Arda Güler der einzige Spieler in dieser Saison ist, der jedes Spiel gemacht hat für Real Madrid. Was ich weiß, ist, dass Arda Güler einen ganz anderen Status hat unter Xabi Alonso als unter einem Carlo Ancelotti. Immer wenn ein Xabi Alonso nach Arda Güler gefragt wird, sagt er, der ist wichtig, er macht die ganze Mannschaft besser, er ist essentiell, er braucht immer wieder, wird er Kontinuität bekommen. Also, wie gesagt, ich bewerte ein halbes Jahr Fußball wesentlich mehr als 10 oder 15 Sekunden Training. Oder wie Allen Iverson sagen würde: But we talking about practice, man. What are we talking about? Practice? We're talking about practice, man. We're talking about practice. It's practice. Wir reden hier nur über Training, okay? Also, wie gesagt, nicht so viel reininterpretieren. Im Gegenteil. Denn viele von euch, da bin ich ein bisschen enttäuscht, haben mich verlinkt mit dieser Konfliktszene. Aber dass Real Madrid TV ein 2-Minuten-Video über Arda Güler gemacht hat, da hat mich irgendwie keiner verlinkt. Naja, und ich würde sagen, um ein bisschen Ruhe, ein bisschen Frieden in unsere Herzen zu bekommen, schauen wir uns mal dieses wunderschöne Video an, was Real Madrid eben über Arda Güler gemacht hat. Es gibt Spieler, die dem Drehbuch folgen, und es gibt andere, die es schreiben. Arda Güler gehört zu den Letzteren. Denn manchmal zeigt sich Talent ganz im Stillen. Mit einer ersten richtungsweisenden Ballannahme, einer Pause, die Abwehrreihen durchbricht. Bei einer Entscheidung, die eine halbe Sekunde früher getroffen wird als bei allen anderen. Doch über das Talent hinaus wird die Saison 25-26 zu der seiner Etablierung bei Real Madrid. Im anspruchsvollsten Team der Welt hat er es geschafft, zu einer Schlüsselfigur für Xabi Alonso zu werden. Er hat unheimlich viele gute Eigenschaften und gibt dem Spiel viel Sinn. Wenn er viel am Spiel teilnimmt, verbessert sich die kollektive Spieldynamik und deshalb ist er wichtig. Er ist der einzige Spieler im Kader von Real Madrid, der bisher in allen ausgetragenen Spielen zum Einsatz kam. Ich fühle mich also sehr wichtig. Aller Dank gebührt Xabi Alonso, denn er vertraut mir und ich versuche immer mein Bestes zu geben. Wenn er will, dass ich Tore schieße und Vorlagen gebe, dann denke ich, kann ich auf der 10 spielen. Sein Einfluss spiegelt sich auch in den Zahlen wider. Drittbester im Team bei den Torbeteiligungen. 7 Vorlagen, alle davon für Mbappé. Schauen Sie, da kommt Güler und teilt die Abwehr. Was für ein Ball von Güler für das 1 gegen 1. Kein Abseits. Mbappé, was für eine Wahnsinnsaktion. Und 3 Tore. Mbappé geht vorbei. Was für ein Dribbling von Kylian im Strafraum. Kylian legt zurück. Güler, was für ein Tor. Was für ein Tor. Was für ein Tor. Was für ein Tor. Ei, 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 ei. Traumtor vom Türken, von Güler. Aber seine Saison lässt sich nicht nur durch den Ball am Fuß erklären. Unermüdlich im Pressing, mit 97 Balleroberungen in diesen 25 Spielen, 67 davon in der gegnerischen Hälfte. Gut am Boden, Güler erobert den Ball. Großartige Defensivaktion von Güler.
Arda Güler, der beste Drehbuchautor für den Film von Real Madrid. Ja, und nach diesem schönen Video, nach diesen Zahlen, nach diesen Worten von Xabi Alonso, auch wie geil, es gibt Leute, die sind, ja, die folgen dem Drehbuch, es gibt Leute, die schreiben das Drehbuch, Arda Güler ist einer der Zweiten. Boah, ich hatte Gänsehaut, als ich das schon gehört habe. Naja, wie dem auch sei, jetzt könnt ihr selber für euch entscheiden. Ja, schaue ich lieber auf diese 10, 15 Sekunden mit Xabi Alonso oder schaue ich lieber auf die gesamte Saison, auf dieses schöne Video von Real Madrid TV, auf die Worte auch von Xabi Alonso, wie er immer wieder Arda Güler preist. Wie gesagt, lasst uns meiner Meinung nach lieber auf das Positive konzentrieren. Ja, ich bin gespannt, was ihr zu diesem Thema zu sagen habt. Ob ich jetzt in den Kommentaren zerrissen werde oder nicht. Wie dem auch sei, lasst eure Meinung bitte unter diesem Video. Wenn ihr schon mal da seid, lasst ein Like da, teilt dieses Video, Follow da lassen, wer das noch nicht gemacht haben. Wir haben die 19.000 geknackt, ihr seid der absolute Wahnsinn. Danke dafür. Und ich würde vorschlagen, wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin. A la Madrid!